Ha, und ihr seht, wunderbar, das verhält sich sogar einigermaßen mittig. Anschließend muss man natürlich auch noch verhindern, dass die Schraubenköpfe sich nicht komplett dort reinsenken können. Deswegen wird einfach mit einem größeren Bohrer hinterher gesenkt, dass die Schraubenköpfe ganz am Ende wirklich auch plan in der Fläche verschwinden. Okay, das Brettchen ist soweit vorbereitet. Es sind Löcher drin, alle Löcher sind angesenkt. Das habe ich eben auch schon mal mit den Schrauben getestet. Passt das nicht? Fazit, es passt. Da steht nichts über. Das ergibt eine schöne flache Oberfläche, auf der dann wieder geleimt werden kann. Zum Stichpunkt Kleber, hier benutze ich Uhu Plus Endfest, 90 Minuten Trockenzeit. Das lasse ich sowieso über einen Tag oder über 2-3 Tage zusammen fest werden, von daher ist das gar kein Problem. Ich werde jetzt diesen 2-Komponenten-Kleber hier in dem kleinen Schälchen hier zusammenmischen. Da sollte man auf jeden Fall nicht geizen. Diese 2-Komponenten-Kleber-Verbindungen leben davon, dass es eine kleine Trennschicht gibt. Das ist natürlich auch gut. Hier ist der Anpressdruck nicht ganz so entscheidend wie bei Weißleim. Ist auch schon mal gut. Auf so welchen Bögen kann man nämlich ganz häufig gar nicht so viel Druck ausüben. Es zerquetscht vielleicht das Holz auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist der Bogenrücken vielleicht auch unrund und hat gar keine Angriffsfläche für ordentliche Zwingen. Von daher tut es am Ende vielleicht auch einfach Klebeband bei so welchen 2-Komponenten-Verbindungen hier. Das Ganze wird auf jeden Fall ordentlich zusammengemischt. Darauf achten, dass wirklich die beiden Komponenten im 50-50-Verhältnis zusammen sind. Sonst kann das durchaus auch böse Überraschungen geben. Ja, und dann, so halte ich mich immer dran, nehme ich die kleinere der beiden Flächen, die geklebt werden soll, und trage dann dort eben den Kleber auf. Manche dieser Spachtel haben schon extra eine Zahnung da drin, sodass man gleichmäßig Kleber auftragen kann. Das finde ich persönlich sehr super. Wie eine Maurerkelle, womit man ja auch durchaus gleichmäßig Kleber verteilen kann. Kleber auch ruhig gut überstehen lassen, sodass es gar nicht erst dazu kommt, dass man irgendwo eine Sektion hat, wo kein Kleber drauf ist. Auch wiederum schön bei diesen Gebinden, die einfach ein wenig länger brauchen, um abzubinden. Man hat die gewisse Zeit. Das ist auf jeden Fall schön. Bei der anderen Hälfte mache ich es jetzt so, da mache ich das ganz sporadisch. Da kommt überall mal Kleber dran. Die Seite soll überall mal Kleber, ja, ich nenne es mal, gerochen haben. Das führt dann nämlich dazu, dass auch wirklich eine Verbindung zwischen diesen beiden Klebeflächen hergestellt wird. Wenn man nur eine Seite einstreicht, habe ich jedenfalls immer das Gefühl, dass es durchaus zu kleinen Flächen kommen kann, die gar keinen Kontakt mit dem Kleber hatten. Das ist dann auch nicht gut. Ihr seht schon, das habe ich wunderbar abgeschätzt. Das reicht super für meinen Plan. So, mit diesen 2 Schrauben, die ich jetzt ganz leicht dort dran gepinnt habe, schon mal, kann ich jetzt nämlich die beiden Löcher suchen, bis ich sie da getroffen habe. Na? So. Okay.
Dann werden die schon mal handwarm angezogen. So, und schon ist diese Operation auch geglückt. Überall Kleber dazwischen gewesen. Auf dieser Seite sieht man nun schön, dass die Schrauben alle da drin verschwunden sind. Und was wir direkt im nächsten Schritt machen, weil die eine Seite jetzt ja auch bombenfest darauf hält, kann ich auch gleich schon die andere Seite hier drauf bringen. Dafür wird nochmal neu Kleber angemischt. Die Reste, die hier drauf sind, die verteile ich, denke ich mal, einfach in diese Löcher hier rein. So. Und dann mische ich einfach noch einmal Kleber an. Menge hat eben gut gepasst, nutze ich einfach genauso viel wie vorher auch. Ups. Wenn ihr aktuell schon Kleber in so einer Schale drin habt, dann ist es natürlich besonders blöd, wenn man mit den beiden Tuben da dran oder da reinwischt. Man muss sich da eine Stelle suchen, wo noch kein Kleber war. Ansonsten kann es durchaus sein, dass Harz und Härte anfangen, in eurem Tubenhals hier zu reagieren. Das merkt ihr erst beim nächsten Mal, wenn ihr das benutzen wollt, aber dafür ist es umso ärgerlicher. Von daher direkt darauf aufpassen, dass hier eine klare Trennung passiert zwischen Harz und Härter, damit dort eben keine ungewollte Reaktion in eurer Tube stattfindet. Kann nämlich dann sein, dass am Anfang der Tube sich ein Pfropf bildet und dieser Pfropf, ja, der ist halt unschön. Das will man eigentlich nicht. So. Hier ist auch einmal komplett mit Kleber eingeschmiert. Die andere Seite hier, wie eben schon beschrieben, darf mal überall dran riechen. Die eigentliche Klebermasse allerdings befindet sich schon aufgebracht, aufgetragen auf der anderen Hälfte. So, jetzt muss ich mal gucken. Die obere Seite machen wir so. Okay, gut. Die Klemme habe ich nur dafür benutzt, damit das hier alles auf dem Tisch nicht so rumwackelt. So. Ja, und an der Stelle bin ich soweit fertig. Ich wünsche dem Bogen, dass er gut abtrocknet. Ich wünsche euch, dass ihr schön weiterarbeitet. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es weitergeht, hier mit diesem Eibenbogen mit aufgeschraubtem Griff. Ganz merkwürdige Sache. Das macht Spaß.